Gehen mit dem Augenblick. Darüber hat sich Bert Hellinger viele Gedanken gemacht. Er war der Meister der Präsenz. Ich für mich habe herausgefunden, dass nur der Augenblick wirklich Sinn macht. In der Vergangenheit zu bleiben und in der möglichen Zukunft, das führt nicht weiter. Es führt vom Leben weg. Leben können wir nur im Augenblick. Und dieser Augenblick wird dann zu unserem Morgen. Was heißt das ganz genau? Das Morgen ist bereits heute im Augenblick für uns da. Liebe Zuhörer, wenn wir die Mühen der vergangenen Woche hinter uns gelassen haben, ziehen wir uns gerne an einen stillen Ort zurück, um woanders hinzugehen, hin in unsere stille Mitte. Manchmal holen uns dort unsere inneren Bilder und der Alltag noch ein. Wie finden wir dennoch zu unserer Mitte? Wir gehen in unsere Mitte von Augenblick zu Augenblick. Wir gehen Schritt für Schritt den Weg, auf dem wir uns im Augenblick befinden. Nur dieser Weg führt nach innen. Wo immer wir uns im Augenblick befinden, wir sind auf dem für uns im Augenblick gemäßen Platz. Wir stimmen also unserer Situation zu, wie sie im Augenblick ist. Wir stimmen den Menschen zu, mit denen wir in Beziehung sind, so wie sie sind. Wir stimmen uns selbst zu, wie wir sind, genau so. Weil ich mir und anderen und meiner Situation zustimme, wie sie sind, lasse ich in dem Augenblick von meinen Wünschen an sie ab, auch von meiner Sorge, auch von meinem Bedauern. So komme ich innerlich zur Ruhe. In dieser Ruhe verweile ich eine Zeit, bis mich von innen eine Bewegung erfasst, die mich zu meiner Mitte zieht. Ihr überlasse ich mich, so wie sie ist. Nicht mehr, nicht weniger, nur so weit, als sie mich führt. Diese Hinweise von mir nehmen Sie vielleicht eine Zeit lang an die Hand. Doch dann lösen Sie sich von ihnen und folgen Ihren eigenen Weg, wohin er Sie führt. Nur dieser Weg führt uns zur eigenen Mitte. Nur er führt uns zur Liebe,
die wir geben und nehmen können und dürfen. Wenn wir von unserer Sammlung zurückkommen, sollen wir dann etwas tun? Dürfen wir etwas tun? In unserer Sammlung wird uns manchmal eine Einsicht geschenkt. Auf einmal wissen wir, was in unserem Leben der nächstfällige Schritt sein wird. Sollen wir dann sofort handeln? Manchmal ja. Oft aber, wenn wir in der Sammlung bleiben, warten wir noch eine Weile. Auch hier bleiben wir im Augenblick. Wir lassen uns führen von Augenblick zu Augenblick in der Zustimmung zu uns, zu anderen, zu unserer Situation, wie sie ist. Auf diese Weise gehen wir in die gleiche Sammlung wie nach innen, auch nach außen. Wie? Gelassen, getrost, von unserer Mitte her geführt. Was erleben wir dann manchmal? Etwas dort draußen ändert sich wie von selbst, wie aus sich, ohne dass wir handeln. Wenn wir dennoch handeln müssen, hat es eine andere Kraft, weil wir eine andere Liebe haben. Wenn wir uns auf diese Sammlung einlassen, was feiern wir dann?